Im letzten Video habe ich euch das Schmieden eines Damastmessers gezeigt. Heute nähe ich mir dafür eine Messerscheide. Zuerst habe ich mir die Form der Scheide grob aus Papier ausgeschnitten. Für so eine Messerscheide benötigt man unbedingt Punzierleder. Ich verwende eines mit 3 mm aus dem Internet. In Ledergeschäften bekommt man dies aber um einiges günstiger. Den Rohling sowie eine Gürtelschlaufe schneide ich hier einfach mit dem Cutter aus. Mit so einem Teil zum Nagelhaut entfernen kann man die Kanten super abrunden. Weil das Leder ziemlich hart ist, muss man das aufweichen, um es biegen zu können. Diesen Stempel habe ich mit Schnitz und V-Eisen sowie dem Dremel geschnitzt. Das war eine ziemlich fitzelige Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Der Stempel wird jetzt einfach für etwa 5 Minuten ins feuchte Leder gepresst. Die Hinterseite habe ich gewachst, damit das Leder dort nicht mehr feucht wird und aufquillt. Alle Löcher zum Nähen habe ich einfach gebohrt. Ich habe mir hier diese Lederfarbe für ungefähr 8 € gekauft. Das empfehle ich aber keinen, das ist echt hässlich geworden und ich habe mich da ziemlich geärgert und die Farbe schließlich mit Aceton wieder entfernt. Das Entfernen hat zum Glück super funktioniert. Über das Motiv kann man entweder in einem drüber färben, man kann es aber auch heller hervorheben oder, so wie ich es gemacht habe, vor einen hellen Hintergrund stellen. Dafür wachst man einfach das Motiv mit Bodenwachs ein. Alle erhabenen Stellen habe ich dann mit Aceton und Wattestäbchen vom Wachs wieder befreit. Gefärbt habe ich dann einfach mit Holzbeize nussbraun dunkel auf Wasserbasis, was super funktionierte. Der eingewachste Hintergrund vom Hirsch nimmt dabei nur sehr wenig Farbe auf. Nach den Färben habe ich das Leder auch gleich eingewachst. Vernäht habe ich alles mit Hanfschnur. Mit so einem Lochstanzer, diesen hier habe ich mir selber geschmiedet, werden normalerweise direkt die Löcher gestanzt. Das hat bei mir aber nicht funktioniert, weil sich der nicht mehr aus dem Leder herausziehen ließ, also habe ich den einfach nur dazu verwendet, die Lochabstände zu markieren. Damit das Messer die Naht später nicht auftrennt, braucht man unbedingt so ein Mittelstück. Zum Schutz vor der Farbe und vor Feuchtigkeit habe ich das Messer einfach mit Malerband umwickelt. Die Schnur wird dann einfach verknotet und alles, was von dem Mittelstück aus der Messerscheide noch hervorsteht, habe ich abgeschnitten bzw. abgeschliffen. Die Schnittstellen habe ich dann einfach nachgefärbt und dann noch einmal die ganze Messerscheide gewachst. Dann muss man das Leder nur mehr final um das Messer in Form pressen und das Leder trocknen. Beim Trocknen habe ich das Messer einfach drinnen gelassen. Das Messer passt genau, steckt auch relativ fest, so dass man es nicht verliert. Vielen Dank fürs Anschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.